bin Christian Folli, ich komme ursprünglich aus Tirol, bin jetzt mittlerweile bald Ende 30, hab 2 kleine Kinder und lebe in Salzburg. Also ich habe meistens recht viele Hüte auf in der Firma Trustbit, aber die 2 Hüte, die ich am meisten trage, ist einmal nur ein Softwareentwickler respektive Softwarearchitekt beziehungsweise auch ein Consultant. In der Softwarearchitektur geht es eigentlich darum, dass man verschiedene Faktoren in die Balance bringt. Also es gibt meistens irgendwelche Anforderungen aus dem Business, aus der Fachlichkeit an Applikationen. Es gibt Anforderungen, klassisch technische Anforderungen. Es gibt Anforderungen, was die Zeit der Umsetzung angeht. Und man versucht eigentlich mit einer Architektur, die passend ist für dieses Sammelsurium an Anforderungen, die versucht man in Balance zu bringen. Und der Softwarearchitekt hat unter anderem die Aufgabe, diese Balance da eigentlich herzustellen, sodass man dann eigentlich ein gutes Softwaresystem bauen kann, was dem Kunden die Wünsche erfüllt, die er eigentlich auch hat an diese Software. Bevor Softwarearchitektur schlagend wird, eigentlich oft schon dabei bin und einmal eigentlich hilft, mit dem Kunden gemeinsam zu arbeiten, was er eigentlich will oder wo die Probleme liegen und wo man beginnt eigentlich schon Lösungswege zu skizzieren. Also da geht es nicht darum, dass man Lösungen skizziert, sondern einfach einmal Lösungswege aufzeigt und mit dem Kunden versucht abzustimmen, welcher Lösungsweg denn vielleicht für sein Problem gerade der beste wäre. Im beruflichen Umfeld ist eigentlich die Arbeit, die so im täglichen Tun tut, durchaus das, was mich motiviert. Also ich schöpfe da durchaus auch Kraft von den Tätigkeiten, die wir da in der Arbeit machen, weil ich einfach merke, dass wir einen Sinn stiften oder dass wir einen Mehrwert schaffen. Und das ist einfach ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man dann am Ende des Tages oder am Ende von einem Jahr irgendwie zurückblicken kann und einfach merkt, man hat dem Kunden, dem Projekt, was auch immer, geholfen, einen Mehrwert oder einen Erfolg zu bringen. Also das ist schon irgendwas, was im täglichen Leben einfach immer wieder aufs Neue bestärkt. Ist natürlich, ein gesunder Geist sitzt in einem gesunden Körper. Schaue ich, dass ich einen täglichen Ausgleich habe, also dass ich versuche, trotz Kindern Sport nur irgendwie in meinen Alltag zu bringen. Da hilft mir natürlich auch die etwas flexible Art und Weise, den Arbeitstag einzuteilen bei uns in der Firma, weil es halt einfach leichter ist, Sport zu machen, wenn gerade keine Kinder daheim sind. Das heißt, dass immer mal, wenn es in den Arbeitskalender reinpasst, dass ich halt mal eine Stunde untertags Radfahren gehe, wenn gerade die Kinder in der Schule respektive Krabbelstube sind. Also so quasi eben diese Entfaltungsmöglichkeiten, diese Möglichkeiten in der Persönlichkeit und auf dem technischen Level zu wachsen, wenn man so will, das ist sicher ein sehr, sehr, sehr großer Motivator. Und das halt gleichzeitig bei einem Arbeitsumfeld, wo es nicht darum geht, unglaublich viele Stunden leisten zu müssen, unglaublich Überstunden machen zu müssen, wo man einen unglaublichen Termindruck hat, sondern gerade wenn man Familie hat und Zeit mit der Familie auch verbringen will, wo das halt einfach ermöglicht wird. Also sozusagen, wir haben da intern öfters Diskussionen mit Kollegen, ob man das jetzt Work-Life-Balance nennen soll oder Work-Life-Blend oder wie man das auch immer nennt, aber für mich passt der Begriff Work-Life-Balance einfach nach wie vor, wo man einfach diese 2 Dinge schön ausbalancieren kann, dass man ein erfülltes Arbeitsleben hat, ein erfülltes Privatleben und ein erfülltes Familienleben. Und das glaube ich, dass die Firma das sehr gut ermöglicht. Wir sind sehr unterschiedliche Charaktere, die aber eigentlich alles in dem, was sie tun, sehr gut sind, alle recht viel Erfahrung haben. Und in Summe, glaube ich, haben wir alle nicht so schlechte Kommunikationsskills, die man jetzt gerade in einer Firma braucht, die remote aufgestellt ist, ist das natürlich noch relevanter, dass die Leute vernünftig miteinander kommunizieren können. Interessanterweise so über konkrete nächste Schritte hätte ich jetzt weniger nachgedacht. Ich habe nach wie vor so ein interessantes Fernziel im Kopf. Und zwar, das wäre eigentlich, ich würde gerne mal über eine Software oder über irgendein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, möchte ich gerne einen positiven Zeitungsartikel lesen. Also so quasi, wir haben irgendwas gemacht und das schlägt sich positiv nieder in einem Zeitungsartikel. Und ich habe halt einen relevanten Beitrag dazu geleistet. Und kann man jetzt natürlich diskutieren, was ist relevant. Aber das wäre eigentlich so ein bisschen ein Ziel, wo man denkt, boah, das ist cool, sowas zu schaffen. Und mit welchem Hut oder mit welchem Mittel ich dort hinkomme, ist mir nicht wichtig, solange ich eigentlich merke, ich habe irgendwie einen großen positiven Input hinterlassen.